Boah, was ist das hier? Das Hauptquartier der Illuminaten oder was? Bist du einer von denen? Einer von den Illuminaten? Was? Nein. Warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? Und was hast du in diesem Raum dort gemacht? Geheime Experimente etwa? Oh, Was tust du denn überhaupt hier in unserer Loge? Kann man dir irgendwie behilflich sein? ach, ich wollte mich hier nur kurz unterstellen. Was zur Hölle ist eine Loge? Das ist sozusagen unser Versammlungsort. Hier treffen wir uns regelmäßig und verrichten unsere geistige Arbeit. Boah, hört sich ziemlich stressig an. Und wer ist wir? Oh, natürlich. Mein Fehler. Ich bin ein Freimaurer und damit Mitglied dieser Loge. Ach, Freimaurer. Das sind doch diese geheimen Satan-Typen, die die Weltherrschaft aufbauen wollen. Und deshalb habt ihr auch die USA gegründet und die Mondlandung gefälscht und so. Aber jetzt mal so unter uns. Dafür, dass ihr ein geheimer Bund seid, kommt man ziemlich leicht in eure Kommandozentrale rein. Komm mit, ich erkläre dir alles. Freimaurer. Hast du eine Idee, woher der Begriff stammen könnte? Ähm, Das waren wahrscheinlich Maurer, die keiner Firma angehörten und deshalb sind die einfach so auf den Bau gegangen und haben da eben rumgemauert, ohne dass sie es sollten. Also, glaube ich zumindest. Naja, mehr oder weniger. Der Begriff Freimaurer ist eigentlich nichts weiter als eine schlechte Übersetzung des englischen Wortes Freemason. Man vermutet, dass sich bei diesen Freemasons um jene Steinmetze des Mittelalters handelte, die von Ort zu Ort zogen und gemeinsam mit der ansässigen Gilde zumeist Kirchen erbauten. Frei waren sie, weil sie eben nicht unter dem Gildenzwang der Stadt standen und damit frei von einer allgemeingültigen Verpflichtung waren. Ich muss allerdings erwähnen, dass nicht alle Experten mit dieser Meinung einverstanden sind. Klingt zumindest logisch. Und was genau macht ihr jetzt hier? Wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr doch keine übermotivierten Bauarbeiter, oder? Nein. Also hört zu. Die Freimaurerei setzt sich im Großen und Ganzen aus drei wesentlichen Elementen zusammen. Das sind leitende Idee, brüderliche Gemeinschaft und vertiefendes symbolisches Erlebnis. Vor allem letzteres unterscheidet uns von anderen nichtkirchlichen Vereinen. Ja, bitte was? Die Leitidee der Freimaurerei ist es, die Persönlichkeit des einzelnen Menschen positiv zu entwickeln, sodass dieser die gelernten Dinge auch im Alltag umsetzt. Du kannst das Ganze also als Formungsversuch betrachten. Allerdings schreiben wir dabei niemandem etwas vor. Stattdessen bieten wir einen Maßstab für das Handeln und Denken unserer Mitglieder. Am wichtigsten sind uns Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit sowie natürlich Menschlichkeit und Toleranz. Wie diese Werte umgesetzt werden, liegt in der Verantwortung des Einzelnen. Und was tut ihr dann, wenn ihr die ultimativen Menschen seid? Wie weiß man denn überhaupt, wenn man ein guter Mensch ist? Das weiß man natürlich nicht und das muss man auch gar nicht wissen. Innerhalb der Freimaurerei gibt es keinen Endpunkt. Sie ist viel eher eine Reise, die man gemeinsam mit anderen Logenbrüdern beschreitet. Die brüderliche Liebe ist uns furchtbar wichtig, denn unsere Art der Beziehung beruht auf Vertrauen und gegenseitiger Belehrung. Dabei sind uns Dinge wie Nationalität, Religionsangehörigkeit oder Sexualität natürlich vollkommen egal. Schön und gut, aber mit Schwestern habt ihr es trotzdem nicht so, oder? Naja, wir sind eben traditionell ein Männerbund, da unsere Symbole aus der männerbündischen Tradition der Bauhütten hervorgehen. Aber dazu kann ich dir später noch mehr erzählen. Wir hindern natürlich Frauen nicht daran, sich zu ähnlichen Bünden zusammenzuschließen. Es gibt heutzutage deshalb schon reine Frauenlogen, aber auch gemischte Logen. Oh, cool. Also könnte ich rein theoretisch Freimaurerin werden? Klar, du musst allerdings mindestens 21 Jahre alt sein und ein freier Mann oder in deinem Fall eine Frau von gutem Ruf sein. Du solltest frei von Süchten oder Ähnlichem sein und die innere Freiheit besitzen, wichtige Entscheidungen für dein eigenes Leben zu treffen. Um deinem guten Ruf nachzuweisen, solltest du eine Vertrauensperson nennen, die Auskunft über dich geben kann. Okay, was ist mit dem letzten Punkt, den du erwähnt hast? Euer vertiefendes symbolisches Besäufnis. Das vertiefende symbolische Erlebnis ist für uns von Bedeutung, da es unsere Ideen und die Gemeinschaft verinnerlichen soll. Wir greifen auf eine Reihe von Symbolen zurück, die uns helfen sollen, unsere Gedankengänge zu ordnen und ethisch zu handeln. Wie kann ich mir denn so ein Symbol vorstellen? Ist das eine Art Zeichen oder eine Gebrauchsanweisung? Nein, ein Zeichen soll einen Sachverhalt konkret darstellen, zum Beispiel in der Form eines Verkehrsschildes. Ein Symbol wendet sich aber an dein Unterbewusstsein. Du kannst seine Wirkung nicht mit Worten beschreiben, du musst sie erleben. Wir schreiben deshalb auch niemandem vor, wie er oder sie ein bestimmtes Symbol zu deuten hat. Allerdings sind die Auslegungen innerhalb der Freimaurerei doch sehr ähnlich. Die Symbole sind wegen ihrer Wirkung das wichtigste Ausdrucksmittel während eines Rituals.
Rituale und Symbole sind deswegen die Basis der Freimaurerei. Was? Ritual? Also seid ihr doch so gruselige Teufelbeschwörer. Nein, das Ritual ist eine Art Meditationsübung, die den Mitgliedern ermöglichen soll, sich aus dem Alltag zurückzuziehen und neue Motivation zu schaffen. Es handelt sich dabei um eine Art Zeremonie, welche die freimaurerischen Ideen vermitteln soll. Dabei greifen wir auf möglichst alte Texte zurück, weshalb ein Ritual im Wortlaut größtenteils festgehalten ist. Das Ganze findet übrigens im Tempel statt. Ihr habt einen ganzen Tempel? Läuft bei euch. Wir haben keinen ganzen Tempel. Das ist nur eine Bezeichnung für unseren Versammlungsraum. Diese geht auf den Salomonischen Tempel zurück, das erste steinerne Kultbauwerk, das in der Bibel erwähnt wird. Wir selber wollen einen metaphorischen Tempel der Menschheit erbauen, in dem die Menschen friedlich vereint sind. Und in diesem Versammlungsraum lagert ihr auch eure Pläne zur Weltherrschaft? Also nur, um das nochmal klarzustellen. Wir wollen nicht die Weltherrschaft aufbauen. Und wir haben zu diesem Zweck auch nicht die USA gegründet. Wir sind auch keine seltsame Ersatzreligion, die satanistische Rituale durchführt. Unsere Symbole haben zwar teilweise Bezüge zum Christentum, allerdings sind unsere Anschauungen heute allgemein humanitär. Außerdem sind wir kein Geheimbund. Wenn wir einer wären, wären wir ziemlich schlecht darin. Schließlich sind alle Logen in Deutschland im Vereinsregister eingetragen und diverse Infos über die Freimaurerei sind unter anderem im Internet frei zugänglich. Diese ganzen seltsamen Verschwörungsannahmen, deren du zu Opfer gefallen bist, sind lediglich Produkte von Angst, Abneigung und Spott. Wir gewähren einfach nicht jedem ungehemmten Einblick in unsere internen Angelegenheiten. Freimaurerei muss man erleben und dafür ist ein gewisses Maß an Privatsphäre wichtig. Das ist das große Geheimnis der Freimaurer, das Erlebnis. Die 3 Elemente, die ich am Anfang erwähnt habe, sind zwar einzeln schön und gut, die Freimaurerei kann allerdings nur im Zusammenspiel all ihre Elemente vollkommen begreifen. Gut gesagt, aber nochmal zurück zu den Symbolen. Ich glaube, das auf deinem Pulli kommt mir bekannt vor, dieses A ohne Querstrich, das mit dem L wrestelt. Du meinst Winkelmaß und Zirkel, die Werkzeuge des Prüfers. Wer sich an der Form des Winkelmaßes, also der rechten Ordnung, orientiert, dem gelingt es, die freimaurerischen Werte im Leben umzusetzen. Der Zirkel hingegen versinnbildlicht die allumfassende Menschenliebe, aber auch den Kreislauf des Lebens. Naja, ich fand meine Interpretation besser. Oh, oder dieses Symbol ist auch furchtbar spannend. Das ist ein Stein. Falsch, es ist der raue Stein, roh und unbehauen. Er ist ein Symbol für unvollendete Persönlichkeit des Menschen beim Eintritt in den Bruderbund. Indem der Freimaurer den Stein behaut, arbeitet er an sich und seinen Schwächen, sodass er letztendlich zum behauenen kubischen Stein wird. Nur so kann er sich in den Tempel der Menschheit, also in unsere Gesellschaft, einfügen. Ihr wollt einen Tempel aus Menschen bauen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr dafür eine Baugenehmigung bekommt. Ja, und die Menschenliebe ist der Mörtel, der uns alle zusammenhält. Ah ja. Ach, es gibt noch so viele tolle Symbole. Die anderen Werkzeuge des Erbauers zum Beispiel, also Hammer und Meißel. Oder Senkblei und die Setzwaage. Oder auch das Licht und die Kleidung des Erbauers. Dann kennen wir noch diverse Pflanzen- und Tiersymbole. Olivenbaum, Rose, doppelköpfiger Adler, Pelikan und Phönix. Okay. Ich sehe schon, du stehst auf den ganzen Kram. Aber jetzt lass uns doch mal über die wirklich wichtigen Dinge reden. Wie ist der ganze Laden hier aufgebaut? Wer schmeißt eure Partys oder Rituale oder was auch immer? Willst du das wirklich wissen? Das unterscheidet sich von Lehrsystem zu Lehrsystem. Es ist viel zu komplex und passt definitiv nicht mehr in dieses Video. Keine Sorge, nach der Sache mit den Steinen kann mich nichts mehr umhauen. Also gut.